WP Cockpit ist ein einfaches Überwachungstool für Wärmepumpen, mit dem ich die Effizienz in einem Ampelsystem kontrollieren kann. WP Cockpit ist ein einfaches Überwachungstool für Wärmepumpen, mit dem ich die Effizienz in einem Ampelsystem kontrollieren kann. Der Nutzer, die Nutzerin, die eine private Wärmepumpe hat, kann das Tool als solches kostenlos implementieren, hat einen Check der Wärmepumpe und kann sie auch automatisch monitoren lassen, weil es einfach bequemer ist und ich so die Langzeitkontrolle habe. Der Gedanke ist, durch so ein Effizienztool eine Selbstverständlichkeit zu bringen. Die Maschine sagt mir, ob sie funktioniert, wenn nicht, dann muss was besser gemacht werden. Ich habe den Überblick. Das Tool basiert auf der Methodik der Energieagentur St. Gallen, die offen zur Verfügung gestellt haben, wurde mit der Expertise vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme aufgesetzt und von der Stiftung Energieeffizienz bereitgestellt. Engelmann haben ein vereinfachtes Metering-Set bereitgestellt, um auch die automatische Messwerterfassung zu ermöglichen. Wenn wir über WP Cockpit Daten bekommt einmal der Wärmepumpenbesitzer, die Wärmepumpenbesitzerin das Feedback zur Anlage. Dann kann man mit anderen Tools Optimierungen fahren und die insgesamt gewonnenen Daten, die stehen allen in der Form zur Verfügung, dass wir Schlüsse daraus ziehen, wie wir insgesamt besser optimieren können. Ganz konkret ist das so, dass zum Beispiel eine Anlage, die mit dem WP Cockpit jetzt vermessen wurde und eine Performance-Differenz aufweist, die kann über den Sensorkoffer von Pier4 vermessen werden, der dann eben detaillierte Hinweise gibt, zum Beispiel identifiziert, dass die Wärmepumpe auf dem Heizstab taktet, also dass der Heizstab die wesentliche Arbeit macht. Das ist dann Analysegerät und die Frage ist natürlich, inwieweit können wir die Plattform ausbauen, um solche Leistungen mit künstlicher Intelligenz zu integrieren. Wenn die Messstellen korrekt installiert sind, dann habe ich die Möglichkeit, ich kann dort eben die Zähler manuell ablesen, kann das eingeben per Eingabemaske und dort sehe ich dann einfach die Information, wie die Arbeitszahl sich entwickelt und sehe die Verhältnisse von Strom zu Wärme. Das ist aber damit verbunden, dass ich das monatlich mache und einpflege. Und in der Regel wird es dann nach einer bestimmten Zeit eingestellt, weil man einfach des Eingebens müde ist. Der Nachteil ist dann, ich sehe natürlich nicht, wenn was absackt, wenn ich Probleme in der Anlage habe und habe die Betriebsüberwachung nicht mehr. Wenn ich das automatisch mache, dann habe ich eben die Gewährleistung, dass ich kontinuierlich das System überwache und kontrollieren kann und auch feststelle, wenn was nicht funktioniert. Die Automatisierung erfolgt darüber, dass eben die installierten Zähler mit einem Gateway einfach verbunden werden. Das ist in dem Fall eine drahtlose Verbindung über ein sogenanntes Wireless M-Bus Gateway und dieses sendet in eine Datenbank die Informationen, die unter Gewährleistung des Datenschutzes dann über den WP Cockpit bereitgestellt werden. Die Installation erfolgt am besten zu dem Zeitpunkt, wo die Wärmepumpe eingebaut wird, direkt mit der Wärmepumpenmontage über den Fachbetrieb. Wenn Sie es später machen, dann können Sie es selbstverständlich einbauen, bloß der Einbauaufwand ist dann natürlich ungleich höher, weil ich nochmal in die Rohrleitungssysteme insbesondere gehen muss. Der Grund dafür, ein unabhängiges zweites Messsystem einzuführen, der liegt darin, dass ich eine Gewährleistung habe, dass dort die Messwerte
korrekt sind, was die Erfassung insbesondere der Wärmemenge anbelangt, weil die in den seltensten Fällen über einen geeichten Wärmemengenzähler erfolgt bei den Herstellern, sondern über Hochrechnungen. Der zweite Grund liegt darin, dass die Herstellersysteme nicht sicherstellen, dass die relevanten Verbraucher, insbesondere der Heizstab, mitgemessen werden. Heizstäbe können bis zu 80% der elektrischen Arbeit einer Wärmepumpenanlage übernehmen. Sie haben dann das Ergebnis, dass Sie eine effiziente Wärmepumpe haben auf Ihrem Monitor, aber Sie haben keine Information über das Verhältnis vom Gesamtstrom zu Wärme, über die Effizienz, die nachher für die Kosten maßgeblich sind. Die Situation, dass jemand mit dem Monitoring sieht, dass die Anlage suboptimal ist oder schlechte Ergebnisse produziert und dann mit dieser Aussage dasteht, die sehen wir sehr oft. Und das hat zwei Ebenen. Die schnelle Ebene ist, solange ich noch in Gewährleistungszeiträumen bin, habe ich die Möglichkeit auf Nachbesserung. Also ich kann dort eben einfordern, dass die Anlage optimiert wird, dass sie richtig ausgelegt wird, dass sie auch funktionsfähig ist. Das ist der Zeitpunkt, wo ich noch Einfluss nehmen kann auf die direkte Optimierung. Wenn das nicht der Fall ist und ich habe keinen direkten Anpack und muss zeitverzögert agieren, dann ist die Frage, was kann man wirklich noch an Optimierung machen? Das treibt uns natürlich auch an, diese Tools zu verbessern, um dort eben Ratschläge, Informationen, Unterstützung für die Optimierung zu geben.